Rund 35 Millionen Deutsche suchen täglich auf Google. Tausende buchen bei Airbnb Unterkünfte und Freizeitangebote. Millionen kaufen bei Amazon ein. Gut 40 Millionen Deutsche kommunizieren täglich über WhatsApp und mehr als 20 Millionen treffen bei Facebook ihre Freunde. Große Internetanbieter bestimmen immer mehr unser Leben. Sie erfahren immer mehr über uns. Wir aber wissen fast nichts über sie. Was bringt uns die schöne neue Datenwelt? Eine fantastische digitale Freiheit oder die smarte Sklaverei? Wir haben unsere Geräte fast rund um die Uhr im Griff. Und sie uns. Neben dem SMS-Daumen spricht man neuerdings vom Smartphone-Nacken. Ich gehöre zur bevölkerungsstärksten Gruppe, den Babyboomern, geboren in den lockeren 60ern, heute locker 50. Als wir jung waren, da wehrten wir uns in Westdeutschland gegen die Volkszählung und den Blick des Staates in unsere Wohnungen. Und im Osten gegen Mauer- und Stasi-Schnüffelei. Wir wollten Freiheit, fahren, wohin man will, sagen, was man will. Keinen, der einen auf Schritt und Tritt kontrolliert. Wir wollten keinen, der ohne unser Wissen jeden Atemzug und jede Zigarette überwacht. Die alte, analoge Welt. Heute, in der digitalen Welt, wissen unsere Autos, wo wir sind und unsere Smartphones sowieso. Das von meiner Bekannten Emily weiß, dass wir gerade durch Berlin fahren, an der Uni vorbei, und verortet das gleich auf dem Handyfoto. Emily ist 20. Digitale Welt und Freiheit. Für sie ist das kein Gegensatz. Was ist für dich so Freiheit? Freiheit ist für mich Freizeit. In meiner Freizeit habe ich Freiheit. Gehen wir auch raus, gehen feiern, haben Spaß zusammen, aber sind halt auch größtenteils am Smartphone. Also es gibt ja diese App Snapchat, wo man sich gegenseitig Bilder schickt oder kleine Videos, Kurzvideos, wo man irgendwelche Grimassen drauf zieht oder Faxen macht. Das ist halt quasi nicht mehr wie WhatsApp, wo man miteinander schreibt, sondern es ist jetzt auf bildlicher Ebene. Wie viele Stunden pro Tag bist du da so unterwegs? Wenn du das mal zusammenrechnest. Wie viele Stunden bist du am Handy? Ziemlich viel. Ich glaube, ich würde sagen 6, 7, 8 Stunden am Tag. Du bist 6, 7, 8 Stunden am Handy? Ja, wenn ich nicht arbeiten bin, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt am Wochenende frei habe, bestimmt 6, 7 Stunden. Mir wird klar, ihr Smartphone bedeutet Emily viel mehr als mir. Ich telefoniere, lese Mails, suche ab und zu etwas im Netz. Emily dagegen lebt in der digitalen Welt. Ist das typisch? Das will ich von Christian Meyer von der Uni Bamberg wissen. Der Wirtschaftsinformatiker erforscht, wie unterschiedlich Menschen das Internet nutzen. Wie unterscheidet sich meine Generation von der von Emily? Sie haben eher einen aktiven Informationszugang. Beispielsweise gehen Sie direkt wahrscheinlich auf Nachrichtenportale. Bei Emily ist es so, sie bekommt eher passiv die ganzen Informationen, sei es über Snapchat, Facebook, WhatsApp. Das heißt, du bekommst eigentlich die Informationen, die dein soziales Umfeld liked oder selber postet. Christian Meyer startet für uns ein Experiment. Für uns wird sich Emily 2 Wochen lang aus der digitalen Welt abmelden. Was allein das Verabschieden von den hunderten Freunden bei Facebook und Co. bei ihr auslöst, zeigt der Wissenschaftler mit einem speziellen Messgerät. Während sich Emily verabschiedet, steigt ihr Stresswert bereits von normalen 60 auf mehr als das Doppelte an. Die Freunde reagieren überrascht. Die ersten Nachrichten kommen zurück. Ob mein Handy kaputt gegangen wäre, warum ich mich nicht 2 Wochen nicht mehr melden könnte. Ach so, und erklär mir das mal bitte kurz, warum ich 2 Wochen nicht da bin. Ging ganz schön schnell. Gerade waren wir bei 155. Das Ungewisse. Das stresst auch, ja. Okay, dann schränken wir jetzt den Zugriff auf die Apps alle ein und in 2 Wochen hast du dann wieder Zugriff auf alle Apps. Okay.
Christian Meyer sperrt Emilys Smartphone. Sie kann jetzt nur noch telefonieren und mailen. Emily wird nun 2 Wochen nicht surfen. Sie wird auch auf keine Online-Werbung klicken. Allein auf Facebook besucht sie, wie viele junge Frauen sonst, in 2 Wochen durchschnittlich 15 Werbeanzeigen und ist damit bares Geld wert. Wie viel genau möchte ich von Facebook wissen? Doch der amerikanische Konzern möchte sich nicht in die Karten blicken lassen, antwortet nur schriftlich, es sei schwierig, den Wert eines Klicks zu ermitteln. Doch wie wertvoll ist Emily für die, die mit ihren Daten Geld verdienen? Schließlich ist die Agentur Sociomantic bereit, mir Einblick in das Geschäft mit unseren Daten zu geben. Ich habe der Agentur Emilys Facebook-Profil gezeigt, will wissen, was ihre Klicks wert sind. Was Sie jetzt gerade zeigen, ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Das ist wirklich nur das Verhalten, was man in dem geschlossenen System Facebook sieht. Es ist auch in der Tat so, dass man auf einen Klick bezahlt. Was kostet so ein Klick? Das kann von 20 Cent bis hoch zu 1,50 € gehen, je nachdem, wie interessant diese jeweilige Person ist. Klicks zu Modefirmen sind weniger wert als die zu Finanzdienstleistern. In Emilys 2 Wochen Online-Diät entgehen der Branche Werbeeinnahmen zwischen 1,50 € und 20 €. Wie werden die Werbeanzeigen überhaupt gesteuert? Der Computer merkt sich fast jede Seite, die ich anklicke, mit Hilfe kleiner Programme, sogenannter Cookies. Unsere Industrie macht das folgendermaßen, dass dort mit Hilfe von Cookies Daten gesammelt werden und diese Daten werden später genutzt, damit man dementsprechend personalisierte Werbung zum Kaufverhalten von Nutzern anzeigen kann. Genau das ist das Geschäftsmodell der Agentur. Sie verkauft Werbeplätze passgenau für Emily oder mich. Suche ich etwa nach einer Reise, platziert die Agentur auf der Wetterseite, die ich anschließend klicke, blitzschnell ein passendes Angebot. Wenn ich das aufrufe, bekommt die Agentur Geld vom Auftraggeber. Der ganze Prozess passiert 3-mal so schnell wie Ihr Augenzwinkern, also geht in der Tat, wir reden da über Millisekunden. Nun sind jüngere Menschen fast nur noch mit Smartphones im Internet unterwegs. Ja, Impulskäufe wie zum Beispiel Essenslieferdienste oder ähnliches wird vermehrt über Smartphones gebucht. Und der Prozess, der dahinter passiert, ist genauso, mit dem Unterschied, dass da noch weitere Informationen theoretisch übergeben werden können, wie zum Beispiel der Standort, wo man sich gerade befindet. Apps wie das zum Facebook-Konzern gehörende Smartphone-Programm WhatsApp übermitteln in der Werkseinstellung stets den Standort des Nutzers. Und auch mein Smartphone weiß, wo ich wohne, wo ich arbeite, wo ich mich wie lange aufhalte. Big Brother is watching. Und ich mache dabei freiwillig mit. Die so gesammelten Daten sind das Gold unserer Zeit. Der Handel mit Daten beflügelt den Börsenwert der IT-Giganten. Der von Facebook liegt bei derzeit 396 Milliarden $. Der von Amazon bei 405, der von Google bei 580 und der von Apple bei 733 Milliarden $. Allein Apple ist damit fast 10-mal so viel wert wie Volkswagen. Und das, obwohl Apple knapp 6-mal weniger Menschen beschäftigt als VW. Nicht nur in Übersee, auch im alten Europa wächst der Datendurst. Als einer der ersten großen Versicherer in Deutschland will der italienische Versicherungskonzern Generali von seinen Kunden Daten sammeln und lockt mit neuen Tarifen, etwa für die Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung. Die zuständige Sprecherin Astrid Keuder nimmt selbst am sogenannten Vitality-Programm teil. Eine eigens designte App erfasst ihre Körper- und Fitnessdaten. Sie haben eine Uhr. Ja. Das ist Ihre Fitnessuhr. Genau, also ich habe einen Fitness-Tracker, Ja. habe den auch mit meinem Programm verbunden. Also im Sommer, im Urlaub bin ich beispielsweise mit der Uhr geschwommen und habe dann eben meine halbe Stunde Schwimmaktivität dort darüber nachgewiesen. Also jeden Sommer sinkt Ihre Versicherungsprämie, weil Sie so viel Zeit zum Sport haben. Nein, nicht ganz. Fakt ist, wer viel läuft oder schwimmt, bekommt viele Punkte. Und die können die Versicherungsprämie senken. Gefragt sind auch Auskünfte über das eigene Seelenleben.
Da wird es durchaus persönlich. Wie sehr trübt etwa der Tod eines Verwandten oder eine Gewalttat das eigene Befinden? Da ist Gesundheitstest, Ernährungstest, Mentaltest. Was ist ein Mentaltest? Bei einem Mentaltest geht es darum, wie ist mein mentales Gefühl. Also habe ich einen guten Freundeskreis, habe ich Familie, die sich um mich kümmert. Das sind Fragen, wie ist mein soziales Umfeld. Und in den letzten Tagen wie glücklich waren Sie? Weder glücklich noch unglücklich. Und dann klappt man das hier so auf und dann kann man dann eben daraus auswählen, wie das Gefühl dann jeweils ist. Wie hoch ist die Bereitschaft hier im Gesundheitsbereich, Daten, das sind ja auch zum Teil sehr persönliche Daten, preiszugeben für den Vorteil, den ich dann habe in Form von Rabatten oder Prämien? Die Daten gehen an die Generali Vitality GmbH, das ist eine eigenständige Gesellschaft. Und der Versicherer erhält nur, Astrid Keuder hat Generali Vitality abgeschlossen und hat den Silberstatus oder den Goldstatus. Das sind die einzigen Informationen, die der Versicherer erhält. Mehr Informationen. Sie wissen jetzt nicht, wie viele Schritte Sie laufen und wie viele Zigaretten Sie rauchen? Gar nichts, gar nichts. Zwar gilt die App als sicher, doch Datenschützer warnen, irgendwann könnten sich nur noch junge und gesunde Versicherungen leisten. Momentan sparen allein die, die freiwillig mitmachen. Der Prämienrabatt kann runtergehen, je nach Produkt bis zu 16% Prämienreduktion. Sich freiwillig überwachen lassen und Geld sparen? Mich verstört diese Bereitschaft, grenzenlos persönlichste Daten zur Verfügung zu stellen. Laut einer aktuellen Studie erfasst aber schon jeder 5. Deutsche seine Fitnessdaten und jeder 2. würde die auch offenlegen, wenn sich das auszahlt. Der Wettbewerb um die Nutzung unserer persönlichen Daten wird immer smarter oder perfider. Denn was mit den Daten dauerhaft passiert, weiß niemand. Eigentlich verbietet unsere Demokratie unsere völlige Durchleuchtung. Unsere Verfassung, das Grundgesetz, schützt die Würde des Menschen und die Freiheit der Person. Das Bundesverfassungsgericht spricht deshalb vom Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Wir dürften als Demokratie keinesfalls dulden, dass Bürger nicht mehr wissen können, wer, was, wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Soweit die Theorie. Doch sogar die staatliche Praxis sieht anders aus. Unsere Geheimdienste, die eigentlich unsere Grundrechte schützen sollen, wollen mehr über uns wissen, als der Mehrheit der Bürger lieb ist. Seit Jahren erforschen staatlich geförderte Programme sogenanntes abnormales Verhalten im öffentlichen Raum und im Internet. Nach dem Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat die Diskussion um Videoüberwachung und Gesichtserkennung Fahrt aufgenommen. Geheimdienste wie der BND wollen künftig an unsere Fotos und Informationen aus unseren sozialen Netzwerken wie Facebook und WhatsApp heran. Ich treffe die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Vosshoff. Ich will von ihr wissen, ob das alles noch angemessen ist. Geht der Staat da nicht so weit und verstößt gegen genau diese Grundrechte, vor denen wir hier stehen? Das Bundesverfassungsgericht hat in 2 sehr bemerkenswerten Urteilen dazu gesagt, dass der Eingriff des Staates, der heimliche, der ja auch aus Sicherheitsgründen heimlich sein muss, ein massiver Eingriff in die Grundrechte ist. Und wenn er aus Gründen der Sicherheit erforderlich ist, es eine effektive, wirkungsvolle Datenschutzaufsicht braucht, die genau das auch kontrolliert. Das vermisse ich in den Gesetzgebungsvorhaben. Wenn der Staat in solchen Bereichen Daten erhebt, dann sollte der Bürger auch das Vertrauen darauf haben, dass wir eine starke Aufsicht haben. Und das ist noch nicht in ausreichender Weise gegeben. Eine Ausweitung staatlicher Datenkontrolle ohne ausreichende Aufsicht? Im Bundesinnenministerium kann man diesen Vorwurf nicht nachvollziehen. Die Videoüberwachung sei ebenso notwendig wie eine umfassendere Überwachung der sozialen Netzwerke, sagt der Stellvertreter des Ministers Ole Schröder. Ja, dadurch, dass wir solche Videosequenzen speichern, nur dadurch kann es eben auch zu mehr Sicherheit kommen, weil der mögliche Täter weiß, dass er auch überführt werden kann. Dafür sind auch Big-Data-Anwendungen notwendig. Dazu ist es auch notwendig, dass wir Gesichtserkennung ermöglichen. Dafür ist es meines Erachtens auch möglich, dass wir von den modernen Dingen der DNA-Analyse profitieren. Das erwartet der Bürger von uns. Sie möchten eigentlich auch gerne wissen, was in diesen sozialen Diensten wie WhatsApp kommuniziert wird?
ob Täter überführt werden können oder nicht, kann nicht davon abhängig gemacht werden, welche technische Art der Kommunikation sie wählen. Ob sie jetzt das hergebrachte Telefon nutzen, WhatsApp oder Skype. Und deshalb ist es notwendig, dass natürlich auch solche Kommunikationswege mit abgehört werden können. Die Bundesregierung schaltet jetzt um auf eine umfassende Überwachung. Das Internet eröffnet ihr dabei ganz neue Möglichkeiten. Wohin eine solche Überwachung führen kann, erfahre ich auf einer Reise nach China. Hinter der sogenannten großen Firewall betreiben wenige große chinesische Firmen das abgeschottete chinesische Internet und arbeiten dabei eng mit der Regierung zusammen. Laut Beschluss der Kommunistischen Partei soll jeder Chinese bis 2020 auf Schritt und Klick überwacht werden. Etwa mit Hilfe von WeChat, einem Smartphone-Programm, das 700 Millionen Chinesen für Nachrichten, zum Chatten, Telefonieren, für Geldüberweisungen und vieles mehr nutzen. Ich reise in das südchinesische Hongkong. Dort habe ich mich mit 2 Datenrechtsexperten verabredet. Sie beobachten seit Jahren, wie der chinesische Staat die Video- und Internetüberwachung systematisch ausbaut. An der University of Hong Kong berichten mir die Juristen Clement Chen und Anne Cheung von ersten Testläufen. Das schockiert mich. Es ist die Entwicklung hin zu einer digitalen Diktatur. Einem Punktesystem, mit dem chinesische Bürger pausenlos bewertet werden sollen. Der Punktwert dient dazu, die Person und ihr Verhalten in verschiedenen Bereichen zu bewerten, wie das soziale oder politische Verhalten, aber auch die Kreditwürdigkeit. Es ist also eine Art soziales Management- oder Kontrollsystem. Offizielle Regierungsseiten prangern heute schon Bürger mit angeblich schlechtem Sozialverhalten an, einsehbar für jedermann. Diese Seite zeigt, dass ein Herr Li Yengko mit dieser Personalausweisnummer in der Provinz Fujian verklagt worden ist. Und hier steht auch, wie viel Geld er dem Gericht schuldet. Grundidee ist eine Kooperation von Regierung und großen Internetfirmen. Für die Regierung gibt es diese kommunistische Tradition, dass jeder Bürger eine Akte bei der Regierung hat. Mit dem Internet und dem Surfverhalten kann das einfach zusammengeführt werden. Die großen Internetkonzerne haben ja alle Datenbanken in Peking. Und einige der großen sind auch sehr interessiert daran, mit der Regierung zusammenzuarbeiten und mit ihr sogar bei der Strafverfolgung zu kooperieren. Das Internet, eigentlich eine freie Informationswelt, wird so zum Datengefängnis. Das entspricht einfach nicht der menschlichen Natur. Manchmal verbessern wir uns ja, wenn wir vergessen, was wir getan haben, wenn wir unsere schlechten Erinnerungen hinter uns lassen. Aber mit so einem sozialen Punktesystem gibt es ein digitales Brandmarken. Alle deine schmutzigen Vergehen trägst du dann auf ewig mit dir herum. Von dem chinesischen Beispiel scheinen wir noch weit entfernt. Aber auch unsere Regierungen wollen verstärkt auf persönliche Daten zugreifen. Und die technischen Möglichkeiten sind im Westen nicht grundsätzlich andere als in China. Die großen Internetanbieter sammeln Daten über uns, mit denen sie Werbemilliarden verdienen. Und wir Nutzer geben ihnen diese Daten freiwillig. So wie Emily. 2 Wochen war sie für unser Experiment vom Internet abgekoppelt. In dieser Zeit sank ihr Wert für Online-Werbeagenturen und auch ihr sozialer Wert in den Netzwerken scheint gelitten zu haben. Da ist er.
Hallo. Wirtschaftsinformatiker Christian Mayer schaltet sie nun wieder frei. Endlich. Wir sind gespannt. Hast du irgendwo gemerkt, dass vielleicht ein bisschen was fehlt? Ja, auf jeden Fall. Aber das war eher darauf bezogen, dass mein Umfeld das Problem damit hatte, dass ich nicht mehr erreichbar war. Oder meine Mutter hat ganz oft gesagt, hast du bei Facebook deinem Cousin gratuliert, der hat doch Geburtstag. Ich sage, nein Mama, ich habe kein Facebook. Das war eher so das, was ziemlich aufgefallen ist. Aber ich selber hatte eigentlich gar nicht so die Probleme damit. Genau, das ist ja im Prinzip so ein bisschen das Spiel dann auch von den sozialen Medien, dass man eigentlich dahin gepolt wird, immer sozial da zu sein. Und wenn ich es eben dann nicht mache, dann bin ich halt eher außen vor. Und das kann dann auch zu den negativen Dingen wie Stress dann eben führen. Und die Einschränkung machen wir jetzt wieder aus, sodass du jetzt Zugriff wieder auf all deine Apps hast. Danke schön. Ja, jetzt sieht man, dass alle Nachrichten reinkommen und... Zeig mal. Oh. Das ist schon... Emily hat ihre Smartphone-Diät beendet. Nach 2 Wochen zurück in der digitalen Welt strömen unzählige Nachrichten auf sie ein. Datensparsamkeit, wie manche sie aus Datenschutzbedenken predigen, das scheint sozial nicht mehr akzeptabel in einer Welt, die sich immer weiter vernetzt. Und es ist ja so bequem. Ich mache mich auch wieder auf den Weg. Eine neue App zeigt mir, dass um die Ecke ein Elektroroller steht. Den leihe ich mir für ein paar Kilometer. Doch jetzt weiß auch die Rollerfirma genau, wo ich bin, wie lange ich fahre, wie schnell, wohin. Ich rolle dahin im Widerspruch, genieße die Bequemlichkeit der App-Welt, die mich in der echten Welt immer freier und mobiler leben lässt, und zugleich lastet wie ein Schatten auf mir, dass ich ständig beobachtet werde. Mir geht es wie vielen Deutschen, die zunehmendes Unbehagen äußern. Jeder Zweite sorgt sich, dass sein Alltag immer weiter durchleuchtet wird. Ich reise nach Brüssel. Hier wurde im Europäischen Parlament jahrelang an einer Art Datenschutzgrundgesetz gefeilt. Jeder Europäer soll künftig das Recht haben, Daten löschen zu lassen. Über jede Verarbeitung seiner Daten selbst entscheiden zu dürfen. Gegen Verstöße, auch durch Firmen wie Facebook und Google, effektiv klagen zu können. Ich besorge mir die Liste der Änderungsvorschläge, die Jan Philipp Albrecht und seine Mitstreiter bewältigen mussten. Es waren weit über 3000. Unzählige Firmen machten Druck auf die Politik. Lobbyisten und Konzerne wie Microsoft klagten, die Datenschutzgrundverordnung sei viel zu umfassend. Dass Nutzer die über sie gespeicherten Daten ab 2018 umfassend einsehen und dann sogar löschen können sollen, das gefiel den Software- und Internetgiganten überhaupt nicht. Also die vielen Änderungsanträge, die zu der Datenschutzgrundverordnung hier im Parlament eingereicht wurden, die kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Aber natürlich ist es so, dass gerade so Unternehmen wie Google, Facebook, Apple, Microsoft hier in Brüssel eine extreme Lobbymacht haben und dann uns überfluten mit Änderungsvorschlägen. Doch nun kommt noch einmal Widerstand bei der Umsetzung des EU-Datenschutzes in deutsches Recht. Und das von ganz oben. Die Datenschutzgrundverordnung ist eine Verordnung, bei der wir jetzt aufpassen müssen, dass wir es nicht wieder so restriktiv machen, dass das Big Data Management dann doch nicht möglich wird. Und insofern wird die nationale Umsetzung noch mal sehr interessant werden. Die Kanzlerin will die Datensammler schützen, die EU die Datennutzer. Gibt es einen Ausweg? Ich frage mich, wie viel wir Deutschen eigentlich bereit wären, für eine bessere Privatsphäre zu zahlen. In Berlin besuche ich eine Agentur, die eine neue Art von Kundenbefragungen entwickelt hat. Ludwig von Butler ist überzeugt, wir hätten zwar gerne umfassenden Datenschutz, nur mit dem Zahlen ist das so eine Sache. Auf diese Frage, was ist uns Datenschutz wert, antworte ich natürlich gerne. Das finde ich total wichtig.
wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, das zum Beispiel zu sagen, okay, du kannst dir hier ein Paket Datenschutz kaufen, das kostet irgendwie 100 €, oder du kannst so weitermachen wie bisher, dann ist es plötzlich eine ganz andere Abwägung. Hört beim Geld also der Spaß auf? Oder würden wir vielleicht doch monatlich etwas für besseren Datenschutz zahlen? Extra für ZDF Zoom befragt die Agentur rund 200 Menschen. Und auch ich klicke mich eine gute Viertelstunde lang durch das ausgetüftelte System des Fragenkatalogs. Unter verschiedenen Voraussetzungen muss ich immer wieder abwägen, ob ich nun für oder gegen besseren Datenschutz bin. Die Marktforscher haben Hunderttausende dieser Einzelentscheidungen ausgewertet und miteinander verknüpft und anhand dessen einen Preis ermittelt, den unsere Testgruppe für besseren Datenschutz für wirklich anonymes Surfen im Internet zahlen würde. Wenn man jemandem ein kugelsicheres Datenschutzsystem bei normaler Internetnutzung anbieten könnte, dann würden die Leute dafür etwa 10 € im Monat zahlen. Schon fast jeder Vierte würde Geld für seine Privatsphäre hinlegen. Nutzer über 40 wollen dafür eine staatliche Aufsicht, die unter 40 eher eine private. Aber für beide gibt es leider kaum Angebote auf dem Markt. Doch der Bedarf hierfür könnte bald steigen. Denn das Verschmelzen von Big Data, dem Sammeln und Analysieren von Internetdaten mit künstlicher Intelligenz und Robotertechnologien wird sehr bald neue Fragen aufwerfen. Henrik Schärfe hat schon einen Blick in diese Zukunft geworfen. Der dänische Wissenschaftler hat einen Roboter-Doppelgänger geschaffen, der ihm bis aufs Haar gleicht. Noch ist der Rechner relativ simpel. Doch was passiert, wenn das Abbild seiner selbst mit seinem Internetprofil und Big Data verbunden wird? Wenn wir heute auf Big Data schauen, dann geht es nicht mehr nur um die Analyse von Daten. Es geht darum, Verknüpfungen und Muster herauszufinden. Wenn wir also einen Roboter haben, der Verknüpfungen herstellt, dann wird man in naher Zukunft wohl ein Roboter-Double von sich selbst haben können, das auf all die vielen kleinen Informationen und Daten, die da draußen im Netz sind, zugreift. Wie auf ein Gedächtnis deiner selbst. Schärfe hat die Kontrolle über seinen eigenen Roboter verloren. Denn der gehört heute seiner ehemaligen Universität. Doch so wie es ihm mit seinem Androiden ergangen ist, so ergehe es im Grunde jedem von uns mit seinem persönlichen Datenprofil. Unsere Internetprofile enthalten riesige Mengen an Informationen über uns. Wir können Facebook, Google oder Apple mögen oder nicht, aber sie haben eine Art Monopol auf unsere Daten. Und ich denke, das ist gefährlich. Diejenigen, die uns etwas über unsere Zukunft erzählen, zeichnen entweder eine Apokalypse, so in der Art, das geht katastrophal schief, die Maschinen werden die totale Kontrolle übernehmen. Oder es herrscht naiver Optimismus. Jetzt werden wir einfach alles machen können. Ich denke, die Menschen halten viel zu selten inne und fragen, welche Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich? Welche Gesellschaft wollen wir? Und in welcher Datengesellschaft wollen wir leben? Mir scheint, es wird höchste Zeit, die Frage in aller Freiheit und Offenheit zu diskutieren, bevor andere sie für uns beantworten.